Mich interessiert viel weniger, wie fühlt sich ein künstlerisches Ego irgendwo, weil es in die Welt blickt. Also ich will den Blick natürlich selbst haben, so, ne? Wir sind Lex Rütten und Jana Karima Stolzer. Wir befinden uns hier im HMKV in der Ausstellung Technoschamanismus und das ist unsere Arbeit Power Raibu, Filling the Vacuum, eine Serie, die sich um eine kleine Drohne dreht. Was man jetzt hier sieht, ist eigentlich auf der einen Seite der Prolog, den wir zu der Serie gemacht haben, also ein erster Einstieg, in dem man die Story kennenlernt und die erste Episode der Serie. Von der Serie existieren noch die zweite Episode, rein virtuell, und aktuell arbeiten wir an der dritten Episode. Es gab so einen Open Call für eine Ausstellung von Designerinnen aus London, die sich überlegt haben, dass sie eine Online-Ausstellung machen in einem virtuellen Raumschiff. Wie sich das gestaltete, konnten wir uns zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen, aber es war klar, dass es verschiedene Räume in diesem Raumschiff geben wird. Und unter diesen Räumen war unter der Kommandozentrale ein Raum, der verloren war, der vergessen war. Und man wusste gar nicht, zu welchem Zweck der sein sollte. Und Jana ist manchmal so, ja, der Zweck von diesem Raum ist die Beobachtung der Erde. Man kann quasi in diesem Raum sitzen, sich irgendwas anziehen wie so eine VR-Brille oder sowas und sieht dann eigentlich die Erde. Und unser erster Gedanke war, dass man dann durch die Augen einer Drohne guckt, die auf der Erde zurückgelassen wurde, um eben weiter zu beobachten. Und daraus ist der Prolog dann auch entstanden eigentlich, bei dem wir zeigen, wie die Drohne startet. Bei uns startet die Drohne in den Alpen, die startet von einem ein Bergsee und fliegt runter durchs Land und singt eigentlich darüber, was sie sieht. Jana und ich haben zusammen unter anderem in Münster in der Kunstakademie studiert. Ich habe Malerei studiert, ganz klassisch, und dann aber festgestellt, dass mich eigentlich Räume viel mehr interessieren als zweidimensionale Bilder. Und habe dann angefangen, so Installationen zu machen, die aber immer noch Bilder waren irgendwie und die so eine Narration erzählt haben. Und Jana kam eigentlich von der Fotografie, hat Fotografie studiert an der Folkwang-Universität in Essen und dann angefangen mit Video und Videoinstallationen. Wir haben dann angefangen als erste gemeinsame Arbeit mit einer Soundarbeit, die so ein bisschen diese Melancholia Lars von Trier Story, der Asteroid schlägt auf der Erde ein, aber was passiert eigentlich danach? Wie baut sich die Erde wieder auf? Und das haben wir versucht in einer Soundarbeit darzustellen. Und aus diesem Sound ist dann immer mehr, dann haben wir mit Stimmen gearbeitet, mit Sprachsamples, haben die immer wieder eingesetzt und das dann auch eben für Performances genutzt, bei denen wir nicht selber gesprochen haben, sondern eben Stimmen aus dem Off was erzählt haben. Und so sind wir dann eigentlich immer mehr zu Song und Songs machen gekommen. Ja.
Wir arbeiten mit Vocaloid. Vocaloid ist eine Synthesizer-Software von Yamaha, die eigentlich entwickelt wurde für den japanischen Popstar Hatsune Miku, ein 3 Meter hohes Hologramm. Und die Fans können eigentlich selber Songs schreiben und die auch an Hatsune Miku schicken mit dieser Software. Mit der arbeiten wir jetzt schon eine ganze Zeit und die verfügt aber gerade nur über sehr wenige Sprachen und das ist unter anderem Englisch und Japanisch. Für uns ist es so ein bisschen so, dass diese Drohne oder dieses Niedliche in Robotik taucht natürlich in Japan total auf. Ne? Also immer wieder die süßen Roboter, die irgendwie große Augen haben, sweet aussehen und so. Und da haben wir uns überlegt, dass die Drohne so eine Art Fehler hat. Die Sprache ist eigentlich Englisch, die Drohne singt, die ist aber auf Japanisch eingestellt in unserer Software. Also wir füttern die japanische Stimme, die japanische Grammatik mit englischen Wörtern und so kommt eigentlich dieser Gesang zustande, den man gar nicht mehr so richtig verstehen kann, außer an ein paar Stellen. Und so kommt eigentlich auch der Titel der Serie zustande, denn die Übersetzung davon wäre Power Alive. Und wenn man Power Alive, was einfach nicht existiert im Japanischen, wenn man das übersetzt, aber ins Japanische über Übersetzungssoftware, dann kommt Power Raibu raus. Und einen Monat später kam dann noch die Einladung für eine künstlerische Produktion für den Emscher Kunstweg, was eigentlich als Performance gedacht war, aber auch aufgrund der Situation haben wir uns dann entschlossen, einen Filmbeitrag dazu zu machen. Und der Emscher Kunstweg ist ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum, das entlang der Emscher, einem kleinen Flüsschen im Ruhrgebiet, nach und nach Kunstwerke entstehen, die dort bleiben, sodass sich in einigen Jahren tatsächlich da ein Weg erschließt, wo man Kunstwerke anschauen kann. Die Emscher ist für das Ruhrgebiet von großer Bedeutung und als wir uns dann so ein bisschen informiert hatten, stoßen wir immer wieder auf dieses Wort Ewigkeitsversprechen. Das Ewigkeitsversprechen ist hier so ein poetisches Wort, was mit dem Bergbau verbunden ist und den Lasten, die von dem Bergbau liegen. Sie haben die Ressourcen ausgebeutet und jetzt müssen sie eigentlich bis in alle Ewigkeiten dafür sorgen, dass die Natur nicht durch diese Ausbeutung zerstört wird. Und die Emscher ist ein Fluss, der jetzt renaturiert wird. Um das kurz zu fassen, das Verrückte an dem Fluss ist, dass der Fluss eigentlich nur natürlich sein kann, indem dass er künstlich im Grunde wie so bewirtschaftet wird. Da sind wir wieder bei der Narration. Ja, ist auch eine Erzählung, ist eine Science-Fiction-Erzählung. Und zwar imaginieren Sie die Welt, nachdem die Menschen die Erde verlassen haben. Und Ausgangspunkt ist hier sicherlich eine sehr intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte des Bergbaus im Ruhrgebiet und auch im Rheinland. Also da ist so viel aus dem Boden rausgeholt worden, dass quasi die Oberfläche des heutigen Ruhrgebiets Pi mal Daumen 15 bis 20 Meter unter dem Rheinniveau liegt. Das heißt, es ist so eine Art Depression entstanden. Und es gibt dann eben so eine kleine Drohne, ausgestattet mit künstlicher Intelligenz, die dafür sorgt, die das quasi alles so überwacht. Und durch deren Augen blicken wir in diesem Video. Und der Gesang dieser Drohne, dem lauschen wir dann. Das ist, mich erinnert es immer so an so japanisches Anime, so eine kleine niedliche Maschine, die man erstmal süß findet vielleicht, wo man vielleicht aber erst auf den zweiten Blick realisiert, was für eine krasse Situation da entstanden ist.
Was uns daran so interessiert hat, war, dass die Natur nur existieren kann durch einen technischen Eingriff des Menschen ein Stück weit. Die Geschichte hat sich dann so entwickelt, dass eigentlich dieses drohnenartige Wesen diese Verbindung aufzeichnet also dieses Verhältnis zwischen der Technik, der Natur, der Künstlichkeit und diesen Wesen, die das Ganze warten müssen. Also viele Fragestellungen, die damals also nicht nur künstlerischerseits, sondern auch von den Menschen gestellt wurden und auch so im Umgang gerade mit der Natur, mit der Umwelt, wie nehmen wir das alles wahr, wiederholen sich gerade total. Und es scheint manchmal, als wäre der Mensch ein sehr vergessliches Wesen, weil die ganzen Fragen schon mal gestellt worden sind. Wir haben dann im zweiten Schritt gedacht, dass wir uns wieder was Regionales suchen und sind nach Garzweiler zum Tagebau gefahren. Als logischer Rückschluss aus diesem Ruhrgebietsbezug. Ne? Ich bin in der Nähe aufgewachsen und wir haben damals eigentlich schon so als Jugendliche in den leerstehenden Städten rumgehangen, denn durch den Tagebau werden ja immer wieder Städte, Dörfer verdrängt, die abgerissen werden. Die Proteste sind groß und gipfelten natürlich dann medial total in der Diskussion um den Hambacher Forst. Und wir sind halt hingefahren und haben Teile dort eingescannt mit der Drohne. Wir sind also mit der Drohne, die einen Sattel auf dem Rücken hatte, mit einer 360-Grad-Kamera über besetzte Teile geflogen, über alte Dörfer. Und aus diesen Videoaufnahmen konnten wir 3D-Modelle machen, die wir in der zweiten Episode in 4 Szenen begehbar gemacht haben. Also ich habe jetzt in diesem Jahr mehrfach auch in einer anderen Ausstellung mit Ihnen zusammengearbeitet. Wir hatten ja diese große Ausstellung Can't Get You Out of My Head gemacht in 7 Dortmunder Clubs, eben auch so als Zeichen der Solidarität mit den lokalen Clubs, die eben seit 1,5 Jahren geschlossen waren. Die Einladung zu der Ausstellung Can't Get You Out of My Head beruhte eigentlich auch darauf, dass wir mal eine Performance gemacht haben zum Thema Club- und Rave-Kultur und in der wir eigentlich so Trance-Texte der 90er, also wir haben Trance-Musik durchsucht nach Texten und haben die zusammengeschrieben zu so einer Art Manifest. Und dieses Manifest bestand eigentlich auch schon aus Teilen, Wünschen, wie Mensch, Technologie und Natur zusammen funktionieren können. In dem Film für diese Ausstellung haben wir Raverinnen aus Dortmund zusammengebracht, die wir auf unterschiedlichen illegalen Raves hier in der Umgebung kennengelernt haben und haben versucht, mit denen einen Film zu entwickeln, der aus, glaube ich, auf der einen Seite ihrer Perspektive auf das Geschehen erzählt, aber auf der anderen Seite auch zulässt, sie als Individuen zu zeigen. Ja, da haben wir natürlich auch Songs und einen Soundtrack dazu geschrieben, so, und der besteht dann wiederum aus ganz vielen Samples, aus so alten Jungle-Platten von Anfang der 90er. Auf der anderen Seite geben wir ja noch 3 Touren, virtuelle Touren, an denen können bis zu 20 Personen teilnehmen. Und wir gehen gemeinsam in einer geführten Situation durch die Welten, von denen wir eben schon mal erzählt haben, durch die zweite Episode, durch die digitalen Aufzeichnungen der Städte um Garzweiler. Das hat natürlich auch
ein bisschen was von einer Traumreise. Und auch nochmal zu diesem Wort Techno zu kommen. Ich meine, das Techno ist ja Maschinenmusik ein Stück weit und deswegen ist, finde ich, passt das beides, so Technologie oder Techno, ganz gut, weil das ja auch ein ganz anderer Takt ist und der Takt ist ganz korrekt und die Maschine gibt den Takt vor und somit liegt dann die musikalische Richtung Techno eigentlich ganz nah bei der Technologie, wie ich finde. So.